Immer wieder mahnt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius die Kriegstüchtigkeit Deutschlands bis 2029 an. Er fordert das Land auf, im Ernstfall verteidigungsbereit zu sein. Dass Putins Kriegslust an den Grenzen der Ukraine Halt macht, glaubt Pistorius nicht. Und ich denke, er hat recht. Doch was würde der Verteidigungsfall für das Land konkret bedeuten? Was haben die Deutschen zu erwarten? Dazu hat das Bundeskabinett im Juni 2024 einen 67-seitigen Plan veröffentlicht, der darlegt, was auf Deutschland und die Deutschen zukommt, wenn es wirklich ernst wird. Und was dieser Plan konkret beinhaltet, was er für dich und dein Vermögen bedeutet, beziehungsweise wie er möglicherweise deine Pläne zum Auswandern oder deinen Plan B beeinflussen könnte, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Ganz klar, die geopolitische Situation ist momentan mit der wichtigste Grund, warum sich Mandanten mit dem Thema Auswandern und Plan B beschäftigen. Wir haben Mandanten, die haben ihr Unternehmen in Deutschland für 100 Millionen verkauft, den gesamten Ertrag aus Deutschland abgezogen und sind ins Ausland umgezogen. Wenn auch du mit diesem Gedanken spielst, also ins Ausland umzuziehen, dann lade ich dich zu unserem Plan B Seminar in Zürich ein. Und zwar am 8. und 9. Juli 2024. Da geht es genau um diese Themen. Mehr dazu im ersten Kommentar zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem Thema. Deutschland wird laut der neuen Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung, auch RRGV abgekürzt, zur Vorbereitung auf einen zukünftigen Konflikt die Wehrpflicht wieder einführen, notfalls Lebensmittel rationieren und U-Bahn-Stationen in Luftschutzbunker umwandeln. Die RRGV legt dar, wie der Ausbruch eines Krieges die deutsche Zivilbevölkerung betreffen wird. Insbesondere Deutsche in Berufen, die für die Bundeswehr bzw. die Landesverteidigung wichtig sein können. Wie gesagt, laut dem Dokument würde zunächst die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden. Von einer freiwilligen Wehrpflicht light, wie sie zuletzt kolportiert wurde, ist dort keine Rede. Wie sollte das auch in der Realität funktionieren? Laut Pistorius haben wir noch 5 Jahre Zeit. Schon das ist eigentlich viel zu wenig, um die schläfrige Bundeswehr in eine schlagkräftige Streitmacht, ähnlich der USA oder des UK, umzubauen und auszubauen. Doch der Plan enthält weitere Maßnahmen. Die Arbeitsagentur hätte die Befugnis, qualifizierte Deutsche über 18 Jahren zu zwingen, in bestimmten Bereichen und Branchen zu arbeiten, die für einen Krieg wichtig sind. Und ihnen zu verbieten, ihre Arbeit zu kündigen, wenn diese für die Kriegsanstrengungen nützlich ist. Die deutsche Bundesregierung würde im Ernstfall, wenn Lebensmittel knapp werden, diese rationieren, um die Bürger mindestens mit einer Mahlzeit pro Tag zu versorgen. Hier würde man auf geheime Getreidevorräte zurückgreifen, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Deutsche Unternehmen müssten ihre Produktion auf Verteidigungsgüter umstellen, während Krankenhäuser angewiesen würden, sich auf einen großen Zustrom von Kriegsopfern von der Ostfront vorzubereiten. Gleichzeitig würde Deutschland eine große Truppenbewegung nach Osten anordnen, um die östliche NATO-Flanke des Landes zu verteidigen. Es könnte auch notwendig sein, Tausende von alliierten NATO-Soldaten auf deutschem Boden zu beherbergen und zu versorgen, während diese zur Frontlinie ziehen. Im Rahmen dieser Truppenbewegungen würden Panzern und anderen Militärfahrzeugen auf deutschen Straßen und Bahnstrecken Vorrang eingeräumt und die Regierung hätte die Befugnis, den Luftverkehr auszusetzen. Einige Aspekte des täglichen Lebens würden weiterlaufen wie bisher. Dazu zählen etwa die Sitzungen des Bundestages zur Wahrung der Demokratie und die regelmäßige Müllabfuhr. Ärzte, Krankenschwestern, Tierärzte und Psychologen würden ihre Arbeitszeit aufteilen müssen zwischen militärischen und zivilen Aufgaben. Die deutschen Medien wären verpflichtet, dringende Informationen der Regierung zum Geschehen nach Aufforderung sofort zu veröffentlichen. Deutsche Behörden dürften Teile Deutschlands bei Bedarf evakuieren, wobei darauf geachtet wird, dass Familien nicht getrennt werden. Soweit also die wichtigsten Details zur jetzt veröffentlichten neuen RRGV. Was ist also von diesem Plan zu halten? Nun, der Plan ist wichtig und gut. Du wirst vielleicht abwinken und sagen, dass Putin keine Gefahr darstellt. Nun, ich rate dir, dass du einmal das Konzept der Außenpolitik der Russischen Föderation aus 2023 liest. Link zur deutschen Übersetzung packe ich in die Beschreibung. Dann änderst du vielleicht deine Meinung. Schau dir Paragraph 49 an, wo Russland unter anderem explizit, und jetzt zitiere ich,
die Bekämpfung der Stationierung oder Stärkung der militärischen Infrastruktur unfreundlicher Staaten und anderer Bedrohungen im nahen Ausland als Ziel und Priorität festhält, wobei das nahe Ausland unter anderem als die ehemaligen GOS-Staaten definiert wird. Ich schließe jetzt einfach mal aus, dass Putin Atomwaffen einsetzen wird. Ich halte ihn, anders als Hitler, nicht für verrückt. Es scheint ihm bei seinem Handeln um sein Vermächtnis zu gehen. Auch hatte er während Covid panische Angst, sich anzustecken. Solche Menschen sind keine Selbstmörder. Aber selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass Putin keine Gefahr darstellt, wer sagt, dass nur er einen Krieg auslösen könnte? Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass Polen, Rumänien und die baltischen Staaten wie Rehe im Scheinwerferlicht in Schockstarre verharren werden und ihr Schicksal vom Wohlwollen Russlands abhängig machen. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie zum Beispiel im Falle eines faulen Friedensabkommens mit Russland in puncto Ukraine zum Gegenangriff übergehen werden. Also egal was passiert, die Gefahr, dass die NATO, die EU und Deutschland in einen Krieg verwickelt werden, ist ehrlich gesagt ziemlich groß. Und übrigens wird auch Österreich hier nicht verschont bleiben. Zwar sieht der EU-Bündnisfall nicht unbedingt militärische Unterstützung seitens der neutralen Länder wie Österreich und Schweden vor, aber am Ende wird der Druck so groß sein, gerade wenn sich der Konflikt in Zentraleuropa ergeben wird, dass Österreich sich dem nicht entziehen kann. Selbst die Schweiz kooperiert heute schon so eng militärisch mit der NATO und der EU, dass im Verteidigungsfall auch sie sich nicht mehr so einfach auf die Neutralität berufen können wird. Aber im Grunde ist das auch nicht wichtig, denn es ist völlig irrelevant, was ich denke oder was du denkst. Du und ich, wir sitzen nicht an den Hebeln der Macht und wir entscheiden höchstens indirekt über unser Wahlverhalten und die Wahl bestimmter Parteien, ob zum Beispiel die Wehrpflicht eingeführt wird. Entscheidend ist, was die Bundesregierung denkt. Und die Bundesregierung scheint davon auszugehen, dass Putin eine Gefahr darstellt. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann regiert sie extrem träge und verhalten. Wenn man wirklich in 5 Jahren verteidigungsfähig sein will, dann wird man gemäß dem vorgestellten Plan jetzt damit beginnen müssen, die Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umzustellen. Und man muss sofort damit beginnen, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, ohne Scheuklappen zu haben. Ja, viele Deutsche wird das erschrecken und schockieren, aber wenn die Bundesregierung wirklich von einem dritten Weltkrieg ausgeht, dann wäre es ja komplett unverantwortlich, die Bevölkerung im Dunkeln zu lassen. Dann muss man jetzt harte Wahrheiten aussprechen und vor allen Dingen handeln. Und jetzt komme ich zum springenden Punkt. Unter der Annahme, dass es wirklich zu einem großen bewaffneten Konflikt kommt, was sind die Konsequenzen dieser bedrohlichen Lage für dich und dein Vermögen? Nun, es lohnt sich festzuhalten, dass das Leben und die Wirtschaft zunächst nicht zum Erliegen kommt, nur weil ein Krieg ausbricht. Im Gegenteil, wir sehen es jetzt gerade in Russland. Die Wirtschaft boomt. Auch vor und während des Zweiten Weltkrieges boomte die deutsche Wirtschaft zunächst. Die Kurse deutscher Aktien stiegen immer weiter, wenigstens bis Ende 1941. Dann spürten die Märkte, dass es abwärts zu gehen begann für Hitler. Und wenn dann erstmal die Zerstörung in einem Land beginnt durch Kriegshandlungen, werden natürlich gigantische Werte zerstört. Krieg ist teurer als jede Steuer, ganz klar. Der Zweite Weltkrieg zerstörte große Teile des Immobilienvermögens, Industrie und Landwirtschaft aller beteiligten Länder, außer den USA. Dort kam der Krieg bekanntlich nicht hin. Für dich sollte das schon jetzt heißen, dass du dir konkrete Gedanken darüber machst, wie du dein Vermögen geografisch diversifizieren kannst. Ich nehme mir zum heutigen Zeitpunkt nicht heraus zu empfehlen, dein gesamtes Vermögen in der EU abzustoßen und anderweitig zu investieren, obwohl wir tatsächlich Mandanten haben, die genau das machen. Aber lass es mich mit aller Klarheit sagen, viele spricht dafür, dass heute ein 1938-Moment ist. Ein großer Krieg steht kurz bevor, aber keiner setzt die Puzzleteile zusammen. Das ist in gewisser Weise auch gut so, denn solange alles ruhig ist, die Ruhe vor dem Sturm, kannst du dich vorbereiten. Mein Rat an dich ist heute, dein regionales Klumpenrisiko so schnell wie möglich zu minimieren. Brauchst du wirklich 5 Immobilien in Deutschland? Macht es nicht Sinn, 2 Immobilien in Deutschland zu haben und 3 irgendwo auf der Welt verteilt? Muss dein Depot wirklich bei der Sparkasse sein und dein gesamtes Geldvermögen bei der Volksbank in Euro?
Wäre nicht der Schweizer Franken interessant oder der Singapur-Dollar? Und was ist mit deinen Edelmetallen? Ist wirklich das Bankschließfach bei einer deutschen oder bei einer Schweizer Bank der beste Ort, diese aufzubewahren? Eine andere wichtige Frage: Wie kannst du ein laufendes Einkommen in einem komplett anderen Markt generieren, der von den Unruhen, die wir hier besprechen, nicht betroffen ist? Was also, wenn dein Kapitalvermögen nicht ausreicht, um davon zu leben, und du zum Beispiel unternehmerisch tätig werden musst, damit du Einkommen generierst? Wie wäre es zum Beispiel damit, eine Immobilie in Costa Rica zu erwerben und diese über Airbnb zu vermieten? Lache nicht. Wir haben Mandanten, die genau das tun. Ziemlich einfach und generiert schöne Erträge das ganze Jahr über. Aber das ist jetzt nur eine Inspiration und ein Beispiel. Es gibt natürlich sehr viele Wege, weltweit Geld zu verdienen. Und schließlich mit die wichtigste Frage: Wo kannst du in Sicherheit mit deiner Familie leben? Es muss ja nicht immer gleich die Südsee sein. Während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel erklärten sich Spanien und Portugal neutral. Dort ging das Leben eigentlich ganz normal weiter. Allerdings kam man als Flüchtling aus Frankreich oder Deutschland nicht mehr so ohne weiteres über die Grenze. Wer erwischt wurde, der wurde an das Vichy-Regime in Frankreich übergeben oder kam ins spanische KZ nach Burgos. Und das ist ja genau die Krux. Wenn es erstmal losgeht und jeder weg will, dann hast du ein Problem, denn dann ist es zu spät. Dann sind die Grenzen zu, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Ähnliches haben wir ja bei Covid erlebt. Daher ist jetzt die Zeit, dir einen Wohnsitz im Ausland zuzulegen oder auszuwandern. Es gibt natürlich jede Menge Staaten, die sich hier anbieten. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Costa Rica haben wir schon genannt. Generell ist ganz Lateinamerika interessant. Ebenso Neuseeland und Australien. Auch Asien bietet interessante Möglichkeiten. Malaysia, Singapur, die Philippinen. All dies sichere und attraktive Länder. Auch die USA sind interessant, da sie als einziges Land auf der Welt praktisch autark funktionieren. Doch auch hier sehe ich politische Risiken und auch die Schuldensituation der USA ist problematisch. Zu guter Letzt möchte ich noch auf ein ganz anderes Risiko eingehen und das sind die Steuern in einer solchen Kriegssituation. Du kannst davon ausgehen, dass diese vor, während und nach einem Krieg extrem steigen werden. In Deutschland erhöhten die Alliierten den Spitzensteuersatz 1946 auf 95%. Ein paar Jahre später kam der Lastenausgleich. Die USA erhöhten während des Krieges den Spitzensteuersatz auf 88% in den USA. Im UK sogar 99,25%. Selbst die Schweizer führten eine sogenannte Wehrsteuer ein. Mit der staatlichen Infrastruktur, die gerade in der EU geschaffen wird, Vermögensregister, digitaler Euro, Reichensteuer und so weiter, wird es bei zukünftigen Konflikten sehr viel einfacher sein, den Bürger und sein Vermögen zu schröpfen. Und was ist eine bessere Begründung als die Landesverteidigung? Wie ich bereits erklärt habe, waren Kriege schon immer ein beliebter Anlass, die Steuerschraube anzuziehen. Und das gilt sicherlich auch für die Phase der Aufrüstung im Vorfeld eines Krieges. Also die Phase, die jetzt im Plan der Regierung hier angesprochen wird. Schon jetzt gibt es Stimmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Steuererhöhungen fordern, um die Aufrüstung zu finanzieren. Auch hier gilt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Je früher du weg bist und dein Vermögen außerhalb der EU ist, desto besser. Hier kommt dann auch das Thema zweite Staatsbürgerschaft ins Spiel, denn die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft scheint nur der nächste logische Schritt zu sein. Ganz abgesehen könntest du damit womöglich dich bzw. deine Kinder auch vor dem Dienst an der Front schützen. Wenn das Themen sind, die dich betreffen, die dich interessieren, auswandern, Plan B, dich vorzubereiten auf den Worst Case, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, dort Vermögen aufzubauen, sich steuerlich zu optimieren und eben auch ihr Vermögen zu schützen. Es würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.